Das da hinten, die mit dem blonden Zopf, das bin ich, Isabel. Ich bin hier wohl so ziemlich die Einzige, die mit Drogen- und Knastkarriere bisher nichts zu tun hatte. In den nächsten Tagen will ich genau deshalb Teil dieser Gruppe werden. Aufstehen! Ich ziehe ein in ein Trainingscamp für jugendliche Straftäter. Scheiße. Durchstellen, nochmal. Ich bin ziemlich behütet aufgewachsen. Mit 14 allerdings bin ich mal beim Klauen erwischt worden und musste 10 Sozialstunden leisten. Meine Eltern waren damals maßlos enttäuscht. Hätte mein Leben auch anders verlaufen können? Was, wenn mich niemand aufgefangen hätte? Ich bin Isabel, hi. Klaus, hi. Hi Klaus, freut mich. Vom Team, ne? Wir sind vom Team, Ja, unschwer zu herzlich erkennen. willkommen. Ne? Ja, schon direkt, Klaus ist Respekttrainer im Trainings- und Erziehungscamp Diemelstadt. Ja, gerne. Er betreut Jugendliche, die sich von ein paar Sozialstunden nicht haben abschrecken lassen. Die meisten stehen kurz vorm Knast. Und deshalb wird hier streng kontrolliert, auch meine Tasche. ich mache das normale Prozedere, alles durchnehmen. Ja. So, dann ist schon mal eine Tasche, die darfst du schon mal nicht hier haben. Was ist daran gefährlich? Je nachdem, trinken die das oder inhalieren, Deos. Oder Okay, lecken, krass. weil Alkohol drin ist. Oder Ja. sonst irgendwas. So verschiedene Sachen. Und dann hier so Spiegel, kaputtbrechen, verletzen. Auch Aber dabei. habt ihr schon mal Waffen oder irgendwas? Also was war so? Selbstgemachte. Also Ja. ob es jetzt ein Messer ist, was in der Tasche ist, oder ein Metall, was angespitzt ist. Auch wie im Gefängnis, also Zahnbürsten mit Klingen drin. Also die machen schon aus allem, finden die eine Möglichkeit. Darf ich mir noch ein Haargummi mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Was könnte damit passieren? Kannst du auch, wenn du das aufziehst, kannst du mit würgen. Wenn du kaputt machst. Beim Haargummi machen sie für mich eine Ausnahme. Ich muss mich umziehen, raus aus den eigenen Klamotten, Schmuck ablegen. Im Camp soll es keinerlei Statussymbole geben. Genauso wenig Alkohol und Drogen. Jeder Neuankömmling bekommt einen Paten zur Seite gestellt. Meine Privatsachen muss ich eintauschen. So, Lukas. Das ist dein Hi. Pate, Lukas. Ich bin die Isabel. Freut mich, Lukas. Hi. So, die Kiste, also das sind deine Sachen, die du alle brauchst. Pullover, T-Shirts, Tagebuch, Zahnpasta und so was. Die lassen wir erst noch hier und dann machen wir mit den anderen Formalitäten weiter. Heißt ein Aufnahmegespräch mit dem pädagogischen Leiter. Martin Henniges arbeitet seit über 20 Jahren im Trainingscamp. Er kennt all die Biografien der Jugendlichen und er weiß genau, wozu die Jungs fähig sind. Ich muss dazu sagen, dass wir hier die Schwierigen der Schwierigen haben. Die sind teilweise auch erst 13, das sind auch Kinder. Es ist so, dass die natürlich in anderen Einrichtungen oftmals gescheitert sind, weil sie sich nicht an Regeln hielten. Und weil sie natürlich auch nicht nur die Mitbewohner und Bewohnerinnen, sondern auch die dortigen Kollegen und Kolleginnen bedroht haben. Und das ist natürlich auch so ein Verhaltensmuster, das erlernt ist. Also manche sind mit 2, 3 Jahren schon in Jugendhilfeeinrichtungen gekommen, wurden weitergereicht. Und da ist natürlich das Selbstwertgefühl unten und natürlich auch das Vertrauen zu den Erwachsenen. Wenn es pfeift, bleiben uns 20 Sekunden. Dann müssen wir aufgereiht stehen, lerne ich. Für die Jungs hier Alltag. Auf mich wirkt das alles noch sehr befremdlich. Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Da passt du jetzt während dem Ü-Training drauf auf, dass er nicht kaputt geht. Sollte dies kaputt gehen, verlängert sich das Ganze um eine halbe Stunde. Wow. Das ist ein neues Ich. Also passt drauf auf. Okay? Okay. Dann auf. Fang mal an. Mein neues Ich also. Ein rohes Ei. Fühlt sich bis jetzt irgendwie recht spielerisch an. Dann fangen wir an mit 30 Liegestütze. Das darf ich ablegen? Ist dein Ei.
Okay, das ist eine gute Idee von dir. Liegestützposition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalerweise schaffe ich nicht einmal 10 Liegestütze. 11, 12. So, wieder Zweier rein. Handflächen nach vorne. Okay, wer jetzt runterlässt, macht 30. Handflächen nach vorne. Handflächen nach hinten. Oh, der erste. Wuhu! Ah, ich hab gesehen. Auch. Und der nächste. 1, Überlebenstraining nennen sie das hier. 2. Denn wer das überlebt, hat die erste Hürde geschafft. Ein Teil der Aufnahmeprüfung. Solange ich die allerdings nicht bestanden habe, trage ich mein T-Shirt falsch herum. Noch ist es weiß. Auf die Farben kommen wir später noch. 26. 30. Danke. Bitte. Reihe. Einmarsch. Setz dich bitte in die Mitte. Okay. So. Wer Teil der Gruppe wird, dürfen die Jugendlichen selbst entscheiden. Ich bin Isabel. Ich werde im August 33 Jahre alt. Habe 2 Hunde zu Hause. Und ich habe mich total auf die paar Tage hier bei euch gefreut. Und ich finde es total cool, dass ihr alle mitmacht. Weil ich würde ganz gern ein bisschen was über euch erfahren. Über eure Wege. Wie seid ihr hierher gekommen? Ihre Offenheit erstaunt mich. Also erstmal, ich bin Lukas, bin 16 Jahre alt. Ich bin hier, weil ich viele Anzeigen bekommen habe, möchte jetzt mein Leben auf die Reihe bekommen. Ich möchte mich auch zu Hause verbessern, dass ich zu Hause auch wieder mit meiner Mutter besser klarkomme. Mehr möchte ich leider nicht erzählen gerade. Ich bin Lukas, 15, komme aus Frankfurt. Ich bin hier wegen Schlägereien und ich bin auch hier, weil ich mich ändern will, damit ich wieder nach Hause komme. Ich bin John, ich bin 15 Jahre alt, komme aus Dresden. Ich bin hier wegen Drogen, Diebstahl und Sachbeschädigung. Ich heiße Damien, ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Eschwege und ich bin hier wegen Raub und Diebstählen und weil ich mich hier ändern möchte. Damien wird während meiner Zeit hier noch für ziemliche Aufregung sorgen. Nehmen wir die in unsere Gruppe auf? Ja! Yeah. So, jetzt offiziell. Ich gehe mal schnell vor die Tür, ne? Ja, genau. Ab jetzt darf ich mein T-Shirt richtig herumtragen. Herein. Jetzt darf ich? Ja, auf jeden Fall. 3, 2, 1, wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Die neue ist die wichtigste. Kennt ihr die Regel, oder? Tagesstruktur, geregelte Mahlzeiten. Bei vielen Jungs gab es das früher nicht. Hier müssen sie sich an Regeln halten. Da sind sich alle einig, auch Till, einer der Respekttrainer. Selbst ich springe total darauf an. Also ich traue mich gar nicht, irgendwie so ein Widerwort zu geben oder ist total crazy. Und das ist aber nicht das, was wir erreichen wollen. Ich gehe mit jedem Jugendlichen in Diskussion. Sofort. Wenn ich der Meinung bin, dass das gerechtfertigt ist. Das überlasse ich, das entscheidet dann in dem Fall natürlich ich, klar. Ne? Wir sind ja auch kein Debattierclub hier. Und bei 20 Jugendlichen hat man nun mal einfach nicht immer den Raum, jede Kleinigkeit auszudiskutieren. Aber wenn ich der Meinung bin, okay, das ist jetzt gerechtfertigt und der Junge nennt mir jetzt einen Punkt, den ich nachvollziehen kann, stelle ich mich auch der Diskussion. Und ich möchte nicht, dass du ein Soldat bist. Du sollst Dinge hinterfragen. Aber ich akzeptiere keine Ausreden von dir. Egal, wie schlüssig das klingt und wie legitim das ist, was du anführst, warum du nicht tust, was du tun musst, ändert es nichts an der Tatsache, dass es eine Ausrede bleibt. Und das weiß jeder von uns, der hier arbeitet. Und auf der einen Seite bist du hier eine Autoritätsperson und die letzte Instanz und wir entscheiden ja sehr viel für die Jungs, weil die Problematiken, die die Jungs haben, so vielschichtig sind, dass wir einen gewissen Grad an Selbstständigkeit den Jungs nehmen.
wir pfeifen zum Essen, wir pfeifen zur Sporteinheit. Damit der Fokus auf dem liegt, was passiert ist und auf dem liegt, was als nächstes passieren soll. Stuhlreihe ab. Ich darf mein Zimmer beziehen. Alles hier ist recht einfach und spartanisch eingerichtet, damit die Jungs so wenig wie möglich zerstören können. Sieht doch gut aus. Nach dem ersten Tag bin ich einfach nur fertig. So viel Sport wie heute habe ich den ganzen letzten Monat nicht mehr gemacht. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich in meinem Leben überhaupt schon mal solche Befehle bekommen habe. In dem Ton. Jetzt bin ich froh, einfach mal Ruhe zu haben. Der Tag beginnt um kurz vor 6. Ich habe mies geschlafen. Alles tut weh. Parley ist schon etwas länger wach. Ich nutze die Gelegenheit, abseits der Gruppe mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber ich sag mal so, es ist schon ein hartes Programm, oder? Ja. Ja, wo ich die ganz hinkam, ich habe gar nichts geschafft. Ich habe morgens jeden Tag verpennt und jetzt einfach nicht gewohnt, aufzustehen. Wann bist du sonst so aufgestanden? Dann, wenn du Bock Die letzte hattest? Frage ist, wann bin ich überhaupt das Schlafen gegangen? Dann, wo die geweckt haben, bin ich eigentlich das normal alles schlafen gegangen. Weil besser auf Drogen, wenn ich draußen war. Am meisten eigentlich hauptsächlich LSD und Magic Mushrooms. Sehr, sehr halluzogene Sachen. Und du bist jetzt 17, ne? Ja. Und wann hast du angefangen mit dem Konsum? Ich habe es noch probiert, da war ich noch relativ jung, weil jetzt einfach auf dem Tisch zu Hause rumlag. Und mit 9 hat es richtig angefangen mit anderen Sachen. Mit meinem Stiefvater. Hast du dich nicht mit ihm verstanden? Nein, gar nicht. Ich hasse diesen Typen immer noch. Wenn ich meiner Mutter scheiß Antworten gegeben habe, hat er einfach Klatsche gegeben. Das hat mir gar nicht gepasst. Bewegung, komm, locker. Schulter, Arme, Beine, komm. Gabriel, Bewegung. Colin, Bewegung. Wow. Guten Morgen. Morgen. Sind wir wach? Nein? Ja. Okay. Was machen wir jetzt? Das heißt, ihr müsst jetzt Zimmer aufräumen? Wir müssen erst auf die Treppen hochgehen. Okay, kein Problem. Hast du ein Einzelzimmer? Nein. Nein. Aber Parley, wenn du sagst, du bist so früh auch von zu Hause weg, mit wie vielen Jahren bist du dann losgezogen? 12. Ist seine Mutter gestorben. Aber hast du dann in Wohnheimen gewohnt? Oder weil mit 12 Jahren kann man ja noch nicht Ja, alleine. die ersten 2 Jahre. Und dann? Ausgeflogen. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe einen Typen in die Fresse geschlagen, weil er mehr musste, meine Schwester drum anzugaffen. Ich würde mich darüber aufregen und ich würde mich darüber ärgern. Aber ich glaube, mich würde das jetzt nicht veranlassen, auszuticken. Das sind ja verhältnismäßig wahrscheinlich kleine Sachen im Leben. Oder? Da musst du bedenken, nicht kriminell, kriminell. Hast du einfach eine niedrige... Nicht wirklich, ja. Ja. Ich habe auch sehr, sehr große Aggressionsprobleme. Oh, müssen wir runter? Ja. Es hat gepfiffen. Das weiße T-Shirt kennzeichnet mich als Neuling. Das hellblaue bekommt man hier frühestens nach 3 Monaten. Ein dunkelblaues gibt es zuletzt in der Ablösephase. Gerade ist aufgefallen, dass einer der Jungs fehlt. Einer ist spazieren gegangen,
Damien, den ich erst gestern in der Aufnahmegruppe kennengelernt habe, ist scheinbar abgehauen. Trotzdem läuft hier erstmal alles weiter nach Plan. Wir fangen an mit 100 Liegestütze, ja? Bereit? Ja. Ich höre nichts. Bereit? Ja. Fertig werden. Der 15-Jährige ist spurlos verschwunden. Mich schockiert das. Die Jungs scheinbar nicht. Kurze Pause. Claudio und Marion, die Respekttrainer, haben das schon öfter erlebt. Wie geht ihr jetzt vor? Klappert ihr die Bahnhöfe ab oder was sind so die Wir fahren hier die ganzen Strecken zu den Bahnhöfen, machen das 2-3 Mal und warten dann so eine gute Stunde. Und wenn sich nichts tut, schreiben wir eine Vermisstenmeldung, die an die Polizei geht. Aber hat das nun den Anschein, dass ihr noch entspannt seid oder ist das, um einfach einfach jetzt erstmal Ruhe zu bewahren, kein Aufsehen zu erregen? Ja. Was sollen wir machen? Der Junge hat entschieden wegzulaufen und jetzt müssen wir gucken, wo er ist. Wir müssen unseren Weg gehen, dass wir die Vermisstenmeldung rausschicken und jeder ist seines Glücks Schmied. Der Junge hat, glaube ich, sogar eine Haftstrafe offen. Wenn er für sich entscheidet, er muss weglaufen und möchte lieber ins Gefängnis, dann ist es seine Entscheidung. Schön. Für viele der Jungs ist das Camp eine Bewährungsauflage. Die letzte Chance vom Jugendknast. Das Konzept klingt erst einmal simpel. Erziehung durch Sport. Wenn die Jungs ein bisschen lauter sind, wir machen nochmal einen Frühsport. Ein bisschen länger auch. Mhm. Ja. Ein bisschen härter auch. Ja. Mhm. Also eigentlich ist das Ziel Auslastung und Beschäftigung, oder? Ja, und Tagesstruktur. Ne? Tagesstruktur, ja. Mhm. Viele von den Jungs sind nicht zur Schule gegangen zum Beispiel. Um 6 aufstehen, frühstücken und zur Schule gehen, haben wir lange nicht gemacht. Und hier müssen die regelmäßige Mahlzeiten aufstehen. Ja. Mhm. Sind wir fertig? Ja. Bitte aufstehen. Für die Dauer der Maßnahme ruht die Schulpflicht. So sollen sich die Jugendlichen nur auf sich selbst und ihre Probleme konzentrieren können. Langkreisen. Guck mal, hier hinten auch, Ali. Ja, genau. Dann mal ums Handgelenk, ne? Ja. Aus dem Schwein. Ich habe noch nie zuvor geboxt. Die Jungs haben ihre Probleme früher häufig mit Gewalt gelöst. Mach mal, ich gucke gleich. Jetzt allerdings geht es um Teamwork und Technik. Stimmt, Unter Anleitung von Serdar, dem Profiboxer. Rechts, ausweichen, zack. Aber nicht auf eine Linie stehen, bitte, danke. Weil dann kriegst du eine, dann blutst du auf dem Arsch. Dann. Das ist scheiße. Ja, schade. Ja. Jetzt du. Eigentlich könnte man ja sagen, die Jungs kriegen hier jetzt die richtigen Techniken, um. Ja, gibt es auch solche Stimmen, ne? Aber du lernst einmal mit deinen Emotionen umzugehen. Wenn dich jemand trifft, schlägt, musst du umgehen. Wenn du dann in Wut verfällst oder aggressiv wirst, dann, oder schwarz siehst, dann kriegst du meistens mehr ab, als du willst. Du lernst, dich zu kontrollieren, zu disziplinieren. Keine Pause, los! Letzten 10, los! Gib alles! Weiter! Mein Kopf ist voll. Ich kann in den Jungs bisher nichts Schlechtes sehen. Vielleicht, weil ich noch keine schlechten Erfahrungen mit ihnen gemacht habe. Jedenfalls frage ich mich, ob sie überhaupt eine Chance im Leben hatten. Denn ein intaktes Familienleben kennen die wenigsten hier. Zählen. 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Ordnung und Sauberkeit lernen die meisten Jungs erst während ihrer Zeit im Trainingscamp kennen. Jetzt ist Kontrolle. Was kontrollierst du jetzt alles, Marion? Ich kontrolliere, ob die Betten gemacht sind, ob die Lichter aus sind, ob die Waschbecken geputzt sind. Aber jetzt können wir einmal kurz anmachen, ob oder? gekehrt ist. Das Und? Zimmer ist okay. Okay. Das Waschbecken ist nicht so schön. Weil es noch nicht ganz sauber ist. Ja. Gibt es dafür irgendeine Strafe oder wie handhabst du das? Ich hole die Jugendlichen wieder in ihr Zimmer und dann wird nachgeputzt. Und je nachdem, wie der Gesamteindruck vom kompletten Haus, von allen Zimmern ist, überlegt man sich dann was. Man muss nicht immer alles sofort bestrafen. Aber ich sehe gerade, hier hängen Fotos und eine Urkunde. Viel Privates haben sie nicht, aber Fotos wirst du ganz viele sehen. Von der Familie? Genau. Egal, was den Kindern in der Familie passiert ist, die Kinder lieben ihre Eltern immer. Weiter geht's. Im Camp gibt es übrigens nur Jungs. Und nicht alle von ihnen können nach ihrer Zeit hier in ihre Familien zurückkehren. Manche Eltern haben eigene Sucht- oder Gewaltprobleme, andere sind überfordert. Der 15-jährige Drago lebt jetzt seit über 3 Monaten hier. Aber Drago, weißt du, was mich mal interessieren würde? Ja. Du warst ja vorher auch schon in anderen Einrichtungen, oder? Ja, schon ganz viel. Schon in ganz vielen? Ja. In wie vielen denn ungefähr? So 5 Stück oder so. Aber da hat es ja nicht funktioniert. Ja. Warum? Na, also ich bin da öfters abgehauen. Als Beispiel, aber ich habe es bis nach Hause geschafft. Von Sachsen-Anhalt bis nach Bayern. Ja, ich bin ganz in Schwarz gefahren. Ich habe so getan, dass ich so rumliege und nichts höre. Und dann sind die einfach weitergelaufen. Wolltest du unbedingt nach Hause? Ja. Zu deinen Eltern? Ja. Aber was macht's denn hier anders? Hier gibt es Boxtrainer, hier gibt es voll sportliche Trainer. Von denen habe ich viel mehr Respekt als von den anderen halt. So. Aber warum? Es ist ja schon, der Ton ist rau und es ist zack, zack, zack. Und wenn du das nicht machst, dann folgt sofort eine Strafe. Ja, schon. Aber das gab es bei meiner alten Einrichtung nicht so. Wir haben dann nur Fußball gespielt und das war's. Ja. In allen anderen Einrichtungen reagierte Drago mit Gewalt, wenn ihm etwas nicht gepasst hat. Er verletzte sogar das Personal. Dabei wirkt er auf mich so harmlos. Und genau das ist das Problem bei den bis zu 20 Jugendlichen im Trainingscamp Diemelstadt. In festen Strukturen wie hier schaffen es die meisten Jungs, sich zu integrieren, erzählt mir Marion. Außerhalb sei das ganz anders. Natürlich unterschätzt ihr die total. Die Jugendlichen, die kommen teilweise aus Einrichtungen. Ich nenne da jetzt keine Namen, aber der eine ist ein Beißer, der andere, Was heißt ein Beißer? Der hat Leute gebissen. Ist gegen Erzieher gegangen, hat Erzieher gebissen. Der andere ist wahllos, hat sich seine Opfer ausgesucht, ist einfach hingegangen und hat einfach so angefangen zu hauen. Das nicht einmal. Und natürlich haben die auch ein gutes Herz. Trotzdem ist die Problematik da und da müssen wir mit arbeiten. Also ich sage nicht, dass die alle böse sind. Die sind nicht alle böse. Das sind Kinder und ganz viele verletzte Seelen. Wir sind ja immer noch einer zu wenig in der Gruppe. Also der Junge, der gestern getürmt ist, der ist ja immer noch weg. Was passiert denn da jetzt eigentlich? Die Maßnahme ist beendet. Das ist das 2. Mal, dass der Junge weggelaufen ist. Und wenn er die Chance hier nicht für sich nutzen möchte, dann wird Platz gemacht für den nächsten Jugendlichen, der was erreichen möchte. Und der ist gestern Abend bereits angekommen. Hassan ist 15, angeklagt wegen Drogenhandels und Diebstahl.
Claudio bringt ihn bereits seit über einer halben Stunde an seine körperliche Grenze. Gute Sachen und die schlechten Sachen. Ja? Guck mich an. Du musst ab jetzt kämpfen. Wir sind nicht deine Feinde. Wir arbeiten zusammen mit dir. Guck mich an. Das ist Hassans Überlebenstraining. Um Längen härter als meins zu Beginn. Er hat durchgehalten. Jetzt ist auch er Teil unserer Gruppe. Es packt mich total. Ich kann es dir nicht sagen. Warum heulst du denn? Das ist so, ich weiß gar nicht, wie du mit den Jungs umgehst. Jetzt bist du ja brutal hart zu den Jungs. Ja. Aber trotzdem reißt du ihm ja später die Hand. Ja klar. Ohne das, ohne Beziehung und Arbeit, wir können unsere Arbeit nicht gut machen. Und wir verstehen, ich habe schon das gesagt, wir verstehen, was die Jungen gemacht haben, aber wir sind nicht einverstanden mit dem Verhalten. Ja? Warum sagst du, ich habe Verständnis dafür, was die gemacht haben? Ja, ich glaube, wir alle, irgendwann haben wir auch die Kurve gekriegt, genauso wie die Jungs. Und wir verstehen das. Ab hier muss für alle Jungs von Null anfangen. Was Claudio meint, ist, dass viele Trainerinnen und Trainer eine ähnliche Vergangenheit haben wie die Jungs, die hier untergebracht sind. Suchtprobleme, Gewaltexzesse, Knast. Vielleicht funktioniert das Konzept deswegen so gut, weil sie verstehen, was in den jungen Tätern wirklich vorgeht. Viele halten deswegen auch den Kontakt zum Camp. So auch Simon Batter. Mittlerweile ist er Familienvater und leitet eine eigene Jugendhilfeeinrichtung. Er sagt, der raue Umgang war damals seine Rettung. Weil ich nicht mehr viel über mich nachdenken musste, sondern einfach in die Struktur reingekommen bin und volles Programm abgespult habe, ich meinen Körper wieder wahrgenommen habe. Gespürt habe, dass ich ohne Betäubungsmittel auch ein Leben habe, dass ich wieder was fühlen kann. Und das war sehr entscheidend für mich. Und es war ja nicht nur Drill, sondern du hast hier immer eine offene Hand gehabt, du hattest immer ein offenes Ohr. Und ich erinnere mich auch an Umarmungen mit Trainern. Ja? Und dieser Mix aus allem hat mir persönlich sehr geholfen. Und auch hier, trotz des harten Tons, hast du dich gewertschätzt gefühlt. Ja. Ich hatte mein schönstes Weihnachten hier. Ich habe das erste Mal ein Gefühl von Familie hier gehabt und von Zusammenhalt. Das kannte ich nie. Ein halbes Jahr leben die Jungs in der Regel im Trainingscamp. Der Kontakt zu Verwandten und Bezugspersonen ist gerade in der Anfangszeit auf ein Minimum reduziert. Das gehört zum Konzept. Stattdessen ist das jetzt hier ihr Zuhause. Heute fahren wir nach Hombergshausen, knapp eine Stunde entfernt vom Camp. Mahmoud darf ausnahmsweise bei uns mitfahren. Er ist mit seiner Familie aus Syrien geflohen. Vor dem Krieg, da war er noch jünger. Jetzt ist er 16. Ich finde euch alle so sympathisch und ich würde niemandem von euch irgendwie was Böses zutrauen. Ja, das hat so, wie soll ich sagen, das wirkt auf andere so anders einfach. Als wie wenn man schon länger dabei ist oder als wie wenn man Trainer ist. Darf ich fragen, warum das jetzt so diese Maßnahme für dich ist? Ich wurde aus meiner letzten Wohngruppe geschmissen. Ich habe als ich in diese Wohngruppe gekommen bin, habe ich auch noch mit dem Kiffen angefangen. Und da habe ich nur 3 Monate lang gekifft. Und davor weiß ich bin in die Wohngruppe gekommen, weil ich bin nicht oft in der Schule gewesen. Und wenn ich da gewesen bin, habe ich halt nichts gemacht.
zu Hause immer Streit mit meinen Brüdern, habe mich nicht so gut verstanden mit ihnen. Auch mit meiner Mutter nicht, habe nicht auf sie gehört. War auch selten zu Hause so. Falscher Freundeskreis auch, oder? Ja. So, aber ich habe ihn mir halt selber ausgesucht. Und ja, bin ich jetzt dran schuld einfach. Mahmoud hat die Zeit im Camp zum Nachdenken gebracht. Das merkt man. Jetzt will er sein Leben in den Griff bekommen. Wir besuchen den Biobauernhof von Hubertus Nägel, mitten in der nordhessischen Provinz. Die Jungs sind hier regelmäßig zum Arbeiten. Also drei Jungs fahren mit. Viele von ihnen sind in Großstädten aufgewachsen und haben mit Landleben eigentlich recht wenig am Hut. Hier haben sie die Chance, vielleicht sogar persönliche Stärken und Interessen zu entdecken. Und du sagst ganz nonchalant, hey, wenn ihr Bock habt, hier ein Jahr zu wohnen, kommt her. Wenn ihr Bock habt, hier zu arbeiten, dann kommt her, dann meldet euch. Siehst du die Jungs vielleicht mit anderen Augen? Mit Sicherheit, weil wir sind ja hier ein landwirtschaftlicher Betrieb, der immer auf Hilfe angewiesen ist. Und dadurch, dass wir uns so aufgestellt haben, dass bei uns ganz viel Handarbeit einfach verrichtet werden muss, können wir auch immer wieder gerade junge, wilde Jungs, die nicht so genau wissen, wohin mit ihrer Energie, gut gebrauchen. Ich nenne mich Hobby-Sozialarbeiter. Also ich habe einfach Bock drauf, irgendwie das Glück, was ich irgendwie hier mit dem Hof und dass ich das übernehmen durfte von meinen Eltern, dass ich dieses Glück gerne teilen möchte mit so vielen Leuten, wie in das System Bauernhof bei uns reinpassen. Und von daher bin ich da auch manchmal ein bisschen blauäugig, gehen auch mal Sachen schief. Aber ich will eigentlich nicht verlernen, unvoreingenommen einfach an Situationen, an Menschen, an Möglichkeiten auch heranzugehen. Auch durch das Engagement von Hubertus Nägel werden es einige schaffen, wieder eine Perspektive für sich zu entwickeln. Immerhin 47% der Jugendlichen bleiben die ersten 3 Jahre nach dem Trainingscamp straffrei. So die erfolgreiche Statistik. Und Lukas? Wie ist es? Ach, hab's mir schlimmer vorgestellt. Hast du schlimmer vorgestellt? Aber wäre das tatsächlich mal was für dich, hier so ein freiwilliges soziales Jahr oder eine Ausbildung auf dem Bauernhof? Nee, eher nicht. Nee. Was willst du denn mal machen? Koch. Hm? Kochen. Mahmoud hat sich für die Feldarbeit gemeldet. So, Kupplung brauchen wir nicht, wir brauchen nur ganz rechts das Gas. Ganz rechts, das ist nicht ganz rechts? Genau, da ist ganz rechts. Genau. Und fährst einmal hinten Richtung Bauzaun und dann drehen wir so eine Kurve, dass wir von hinten noch einmal hier pflügen können. So in die Richtung. Das ist der wohl aufregendste Part für die Jungs. Ich sehe die Freude in Mahmouds Gesicht. Aber Gefühle preisgeben fällt ihm schwer. Wie war's? Ich hatte spannender erwartet. Was? Du hast spannender erwartet? Ach komm, war der gut, oder? Spaß, nein, das war ehrlich nice. So, es ist immer so aufregend, so spannend, in so einer großen Maschine zu sitzen und das zu fahren. So. Aber wäre das beruflich was für dich? Landwirtschaft? Ja. Ja? Ich könnte mir das vorstellen. So. Das ist richtig schön. Mein Vater war auch Bauer, so, also ja. Nicht sowas, aber so. Ja, und da hatte auch viele Tiere und sowas. Zum Beispiel, ich habe einfach nur Schafe gejätet oder irgendwie auf dem Feld nur geholfen, als ihr noch Sachen in Syrien zu gießen gewohnt oder so. habt? Mhm. Ja. Während die Landarbeit bei Jungs wie Mahmoud Selbstvertrauen und Stärke weckt, bleibt es bei anderen die sportliche Challenge. Diejenigen, die beim Training im Camp besonders gut abgeschnitten haben, dürfen an einem Laufwettbewerb teilnehmen. Dem legendären Skyrun mitten in Frankfurt. Mitgehangen, mitgefangen. Du weißt, wie es ist. Hast du irgendwie Angst, dass hier irgendwie was passiert oder dass irgendjemand abhaut? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss die ganze Zeit gucken. Nein, habe ich nicht. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man den Jungs auch Vertrauen entgegenbringt.
weil sie sind ja bei uns, um eine neue Chance zu bekommen. Natürlich passiert es hier und da mal auch im Trainingscamp, dass mal ein Jugendlicher sagt, ich bin so verzweifelt oder ich will nicht da sein und ich laufe dann weg. Aber es ist ja ein ganz bewusster Teil unseres Konzeptes, dass es eben keine Mauern und keinen hohen Zaun gibt. Wenn sie nur bei mir bleiben, solange ich sie dann alleine habe, hat es keinen Wert. Justin vertraut ihnen tatsächlich. Aber es geht einfach darum, dass ihr am Ende stolz auf euch seid. Im Trainingscamp kämpfen wir uns auch durch Etage aus der Hölle zurück wieder in den Himmel, ne? In unser neues Leben, wo wir hinwollen. Wir waren alle mal ganz unten und wir wollen alle nach ganz oben. Und das gibt es nicht geschenkt, dafür müssen wir fighten. Wir schaffen es! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Kurz vor dem Startschuss taucht überraschend Lukas Familie auf. Seitdem er im Camp ist, hatten sie nur telefonisch Kontakt. Wie sehr hat er sich denn jetzt eigentlich verändert in Ihren Augen? Wie haben Sie ihn vorher erlebt und wie erleben Sie ihn jetzt? Also vorher war er extrem aggressiv uns gegenüber und sehr respektlos. Und ich habe gesagt, ich kam mir manchmal vor, als hätte ich ein anderes Kind gehabt. Und wenn ich ihn jetzt sehe, auf jeden Fall, ist es wieder mein Sohn, den ich eigentlich so kenne. Also er hat sich Millionenmal zum Positiven verändert, auf jeden Fall. Deswegen sage ich, das Beste war doch die beste Entscheidung, obwohl es eigentlich sehr schwer war. Ne? Ich glaube, viele Menschen sagen, ohne dass sie es vielleicht genau wissen, die Eltern haben versagt. Ich meine, ich als Mama sage, okay, ich habe Fehler gemacht. Ja, ich stelle mir auch jeden Tag immer wieder die Frage, ne, ich habe vielleicht versagt, sonst wäre mein Sohn vielleicht nicht so abgerutscht. Aber man hat irgendwann keinen Einfluss mehr drauf, was halt, sag ich mal, was die Jugendlichen halt draußen machen. Es ist ganz schnell irgendwie falsche Freunde, falsche Kreise. Was hast du so gedacht, als du deine Familie entdeckt hast? Ich habe mich gefreut, weil ich habe ja seit 2 Monaten nicht gesehen. Dann sie hier waren, ist einfach sehr schön. Wärst du gerne wieder zu Hause oder denkst du oft an zu Hause? Ja, schon. Natürlich wäre ich gern zu Hause, aber dieses Camp macht auch Spaß. Also. Macht euch bereit. Bei dem Wettkampf geht es darum, das Treppenhaus von Frankfurts zweithöchsten Wolkenkratzer, dem Messeturm, in kürzester Zeit hochzulaufen. Die Jungs treten als Gruppe an. Gewinnen können sie nur, wenn alle durchs Ziel kommen. Und das schaffen sie. In Bestzeit. Yeah! Zeig mal her das Ding! Riesig einfach. Wow! Glückwunsch! Und ich glaube, gerade für die, die es richtig schwer hatten, ist das vielleicht so ein Erinner mich, ne, dass es doch auf jeden Fall immer irgendwie wieder Hoffnung gibt. Ja, und dass man sagt, okay, vielleicht in der nächsten Krise gucke ich das Ding wieder an und sage, warte mal, ich habe schon mal ganz unten angefangen. Und damals habe ich mich 62 Stockwerke hochgekämpft und jetzt kämpfe ich mich auch aus der Krise wieder raus. Zurück in Diemelstadt. Gefühle in Worte fassen, das fällt vielen Jungs schwer. Müssen sie aber lernen. Und deshalb sollen wir sie an diesem Abend als Rap-Song verpacken. Das ist das, was ich will. Du bist nicht mit mir. Ich bin kein Mädchen draußen von der Straße, nein. Aufgewachsen in der kleinen Stadt Trautesheim. Mama, Papa trennten sich, da war ich 10. Haus verkauft, Hund muss weg. Tja, gute Zeiten, die vergehen. Ja, es klingt hart, wenn ich sage, dass das Leben sich nicht lohnt. Doch ich versuche mein Bestes und ich werde mir alles holen. Mama weint wieder wegen tausende Problemen und Papa ist jetzt fort, schon seit Anfang meines Lebens. Papa war nie da, deswegen auch alleine im Heim. Zu viel Trauer und Leid, deswegen mache ich auch den Scheiß. Ei, ich will raus aus diesem Kreis, doch ich kann es nicht vermeiden. Sag mir, was würdest du tun, nur für 1, 2 lila Scheine? Ich gehe über Leichen, wenn es sein muss, aber leise. Mama ist verzweifelt wegen den Bullen an meiner Seite. Eigentlich sollte anders ablaufen. Doch dann kamen die Junkies und wollten abkaufen. Und dazu kamen Gefühle, die sich anstauten. Scheiße. Ja.
kann ich, aber ohne Köpfe spielen. Ja, okay, ohne Köpfe spielen. Bitte ohne Köpfe spielen. Meine Zeit im Trainingscamp endet. Ich bin nun in der Ablösephase und trage dunkelblau. Im Garten des Camps sollen wir Gräber schaufeln. Für unsere Vergangenheit. Eines der wichtigsten Rituale hier. Ja, im Leben ist es auch so, dass ihr immer wieder auf Hindernisse stößt, so wie jetzt beim Graben. Ihr habt da eure Baumwurzeln, ihr habt da eure Steine, so wie im normalen Leben auch, ne? Jetzt könnte man ja eigentlich denken, das ist völliger Unfug, ne? Aber die Stimmung ist schon eine andere als an den Tagen zuvor. Ich finde es schön, dass du das selber auch merkst. Nicht alle Jugendlichen nehmen das ernst. Aber ich glaube, jetzt haben wir gerade eine schöne Gruppe, die sich da wirklich Gedanken drüber macht. Und es ist auch ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit der Vergangenheit. Wir reden kaum ein Wort miteinander. Und das ist okay. Meine Kindheits- und Jugenderinnerungen fühlen sich in diesem Moment irgendwie belanglos an. Im Vergleich zu all den schlimmen Geschichten, die andere hier begraben müssen. Und doch tut es gut, sie loszulassen. Ich habe 7 Tage unter kriminellen Jugendlichen verbracht. Unter normalen Bedingungen wären wir uns wahrscheinlich nie begegnet. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Mir ist schon klar, dass sich vor der Kamera alle ein bisschen besser benommen haben als gewöhnlich. Und trotzdem glaube ich, dass die Jungs kein Schauspiel abgeliefert und wir uns ehrlich kennengelernt haben. Viele haben schlimme Straftaten begangen, für die es keine Entschuldigung gibt. Bestenfalls eine Erklärung. Aber hier ist mir klar geworden, dass man diese Jungs nicht aufgeben darf. Wir machen jetzt für die Isa, die unser Programm hier gut durchlaufen hat, mit BIS machen wir jetzt eine Abschiedsgruppe. Wie war denn deine Zeit hier im Trainingscamp für dich? Also ich hatte den Muskelkater meines Lebens, wow. Aber es war auch emotional krass. Was ich eigentlich so für mich mitnehmen kann, ist, dass es in vielen Fällen einen Grund hat, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und dass es sich immer lohnt, irgendwie einen Blick hinter die Fassade zu werfen. Also dass es sich immer lohnt, Menschen erst mal kennenzulernen, bevor man sich ein Urteil bildet. Ich glaube, ich bin auch ein Stück dankbarer für den Weg, den ich gehen durfte. Ja, das ist es vielleicht so. 3, 2, 1! Du hast geschafft! Du hast geschafft! Du hast geschafft!